Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian und ich bin Spieleentwickler und ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial von mir. Und zwar geht es heute darum, wie man mit Unity, mit dem Line-Renderer, Health-Bars oder andere Anzeigen machen kann, die sich mit einem Spieler oder einem anderen Charakter mitbewegen. In einem anderen Tutorial hatte ich schon mal gezeigt, wie man mit dem Unity UI-Image Anzeigen machen kann. Also sowohl Anzeigen als Balken, aber auch als Kreis oder in einer anderen Form. Also das Unity UI Image bietet da vielfältige Möglichkeiten, wie man ein Image zeichnen kann. Und das bietet sich dann gut für Anzeigezwecke an. Wenn ihr euch da noch mal ein bisschen das angucken wollt, dann könnt ihr das jetzt machen. Ich blende euch den Link kurz ein. Gut, aber jetzt kommen wir hier zu diesem Tutorial. Ich zeige euch einfach zuerst mal, was passieren soll, was wir erreichen wollen. Ich starte das Ganze mal. Also wie ihr hier seht, hat der Spieler jetzt hier so einen Lebensbalken oben drüber. Der bewegt sich auch mit und der guckt auch immer in die Kamera, so dass er in seiner Breite zu sehen ist. Und der verändert sich jetzt auch. Also hier in dem Fall nimmt er einfach so kontinuierlich ab in so Schritten. Das ist jetzt nur zum Testen. Aber ihr seht, was passieren soll. Gut, und wie man das macht, das gucken wir uns jetzt an. Zunächst schauen wir uns im Inspektor mal das Skript an, also die Properties vom Skript jetzt. Achso, eine kurze Sache möchte ich noch sagen. Dieses, was man hier sieht, das ist von Unity das Starter-Asset für Third Person. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch da mal reingucken. Also das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Das ist nicht von mir, sondern von mir ist jetzt nur dieses Healthbar-Skript und dieses ansteuernde Player, da kommen wir gleich noch dazu, im Inspektor. Und zwar haben wir einmal hier die Input Values. Da haben wir den Min Value, also den mindest angezeigten Wert. Der maximale Wert ist 100, also wir haben einen Wertebereich von 0 bis 100. Die Höhe des Balkens ist jetzt 0,1 und die Breite ist 1. Dann haben wir hier einen Wert Display Time. Der gibt einfach an, wie lange das Display anbleiben soll, wenn nichts passiert. Also wenn keine Gesundheit abgezogen wird. Dann geht es, wenn man hier eine Zahl reinschreibt, zum Beispiel 5, nach 5 Sekunden dann aus von alleine und der Balken verschwindet. Erst wenn wieder Gesundheit abgezogen wird, dann kommt er wieder. Wenn das Ganze hier 0 ist, dann ist er dauerhaft zu sehen. Gut, als nächstes haben wir hier ein Offset, also ein Versatz, wo unser Balken gezeichnet wird. Jetzt ist es ja so, eigentlich ist das Origin, ich gehe mal in die Szene, dann sieht man das. Drücken wir doppelt auf die Player und dann werden wir rangezoomt. Das Origin ist hier unten an den Füßen, da wo der auf dem Boden steht. Wir wollen aber nicht unseren Balken da auf dem Boden haben, sondern versetzt. Und deshalb ist er hier um y2 versetzt. Das heißt, 2 Unity Units nach oben und dann sind wir hier ungefähr hier, wie wir es gerade in dem Beispiel vorhin schon gesehen hatten. Dann als nächster Punkt kommt die Draw Direction, habe ich das genannt. Das ist die Richtung, in die der Balken gezeichnet wird. Jetzt ist das x1 und das wäre jetzt quasi hier in Richtung des roten Pfeils. Also hier lang wird der Balken gezeichnet. Wenn das hier eine -1 wäre, dann würde der Balken hier lang gezeichnet. Wenn das hier eine 0,5 und y eine 0,5 wäre, dann würde der Balken so schräg gezeichnet. Also wie gesagt, das gibt hier die Richtung an, in die gezeichnet wird. Dann kommen wir zum View. Da haben wir einmal View und einmal Transform Z. Was das genau bedeutet, das zeige ich euch jetzt ganz kurz noch. Mache das Ganze jetzt mal erstmal im View, starte ich das. Und da seht ihr, dass der Balken immer in die Kamera guckt in seiner Breite. Jetzt mache ich das mal in Z und dann seht ihr, dass der Balken immer so stehen bleibt, nach oben gerade. Egal, von wo wir drauf gucken. Das hat natürlich zur Folge, dass wenn wir von oben gucken, dass er dann schon relativ schmal ist. Ne? Dann haben wir als nächstes hier den Sorting Layer. Da ist jetzt hier Default. Das macht jetzt hier in dem Fall, gibt es gar keine weiteren Sorting Layers. Deswegen macht das keinen Sinn. Sorting Layer geben an, was aufeinander gezeichnet wird. Also wenn ich jetzt verschiedene Sorting Layer hätte, dann würde der höhere Sorting Layer über dem unteren gezeichnet. Die Sorting Layer findet man zum Beispiel hier und bei Layer kann man hier Add Layer machen und dann
hier oben bei Sorting Layer kann man Sorting Layer hinzufügen. Im Moment ist hier nur der Default Layer. Also diese Sorting Layer geben die Ordnung des Übereinanderzeichnens an. Dann gibt es zu dem Sorting Layer noch eine Zahl, die Sorting Order. Innerhalb des Layers kann man dann auch nochmal eine Ordnung herstellen. Also man hat einmal die Sorting Layer als Gruppe und dann innerhalb dieser Gruppe nochmal eine Ordnung durch die Sorting Order. Gut, dann kommen wir jetzt hier unten noch zu Colors. Das ist hier ein Gradient. Ich drücke mal drauf und dann kommen wir hier in so eine Gradient Box und da kann man jetzt einen Verlauf einstellen und dieser Verlauf, den nutzen wir nachher, um festzustellen, welche Farbe mit dem jeweiligen Wert zusammenhängt. Also wenn jetzt zum Beispiel hier bei Max Value und Min Value, ich hätte jetzt eine 50, würde jetzt kommen, ja, das würde bedeuten, dass der Balken schon die Hälfte abgenommen hat. Es wären also 50% die Mitte und dann wären wir hier bei der Mitte hier ungefähr bei so einem Gelb- oder Orangeton. So, also das heißt, unsere Healthbar oder unser Anzeigebalken, der wechselt die Farbe kontinuierlich von Rot nach Grün über Gelb. Gut, und wenn man diesen kontinuierlich nicht haben will, dann kann man das hier auf Fixed stellen und dann hat man hier glatte Übergänge. Also so stufenweise, meine ich. Ich will das aber jetzt nicht. Ich stelle es hier zurück und schließe das Ganze. Und dann hier unten haben wir jetzt noch das Material. Das ist hier in dem Fall Default Line und es gibt einfach an, was für Material hier die Linie gezeichnet wird. Also man könnte zum Beispiel jetzt auch ein anderes Material nehmen, zum Beispiel ein leuchtendes, wenn man das wollte, in der Nacht oder umschalten dann, also hier diese Property neu setzen und ein anderes Material zufügen zur Laufzeit. Ja, wenn man das wollte, könnte man das machen. Gut, okay. Und dann schauen wir jetzt als nächstes einfach mal in das Skript, wie das gemacht ist. Eine Sache kurz noch vorher. Hier unten ist noch das Player Health Skript. Das Skript hat eigentlich mit dem Tutorial jetzt an sich gar nicht so viel zu tun. Das Skript steuert einfach dieses Skript hier an, um es zu testen. Also es zieht hier kontinuierlich einfach hier was ab und zeigt es und übergibt es an das Healthbar Line-Renderer Skript hier, an dieses, dass man das dann sieht und wir das testen und angucken können. Wir gucken uns jetzt also in erster Linie dieses Healthbar LR-Skript an. Dazu gehe ich jetzt mal in Visual Studio. Hier haben wir zuerst mal die Properties, die wir uns eben schon angeguckt haben. Deswegen gehe ich da jetzt nicht mehr so viel drauf ein. Da gehe ich doch noch mal kurz zu Unity zurück. Entschuldigung. Jetzt ist es so, dass hierzu noch ein weiteres Skript gehört, nämlich der Line-Renderer. Also eine weitere Komponente, die jetzt hier nicht drin ist. Diese Komponente, die wird zur Laufzeit erzeugt. Das heißt, die wird dann später von unserem Skript, von unserem Help-by-RR-Skript eingefügt. Ich mache das lieber so. Man könnte natürlich die auch gleich drin haben, die Line-Renderer-Komponente und dann verschiedene Sachen dort einstellen. Dann würde man sich in dem Healthcare-Skript eventuell oder wahrscheinlich ein paar Properties sparen. Ich finde es aber schöner so, weil das habe ich hier den Überblick und kann das schön einstellen und muss mich um das Line-Renderer-Skript hier nicht groß kümmern. Das wird dann automatisch von dem anderen Skript eingestellt. Ich persönlich finde das besser. Das nur mal als Anmerkung. Gut, dann gehen wir jetzt wirklich wieder in das Skript zurück und gucken uns das an. Also hier, wie gesagt, wird die Referenz auf das Healthbar-Skript, auf den Line-Renderer geholt und dann werden hier ein paar Properties von dem Line-Renderer entsprechend gesetzt. Also erstmal Sorting Layer, Sorting Order, dann Start Width und End Width. Das ist so, dass man bei dem Line-Renderer die Linien auch spitz zulaufend machen könnte. Also der Anfangsbreite eine andere Breite ist als die Endbreite. Das könnte man machen. In dem Fall ist es hier nicht so, dass vorne und hinten gleich breit und deshalb wird beides einfach mit High zugewiesen. Dann ist hier das Materialgesetz, das Alignment hatten wir uns gerade angeguckt und dann sagen wir hier, dass die Healthbar im Worldspace gezeichnet, nicht im Worldspace, sondern lokal gezeichnet wird. Also das heißt, die bezieht sich immer auf in dem Fall den Player bzw. den Parent. Ne? Gut, dann haben wir hier als nächstes einmal die Unterscheidung, ob wir die Displaytime 0 haben, also ob wir die Healthbar dauerhaft anzeigen wollen,
oder ob wir die auch verstecken nach einem bestimmten Zeitablauf. Also, falls die 0 ist, wird die Helfbar hier sofort angezeigt, ansonsten wird sie abgeschaltet. Dann gehe ich jetzt hier in die nächste öffentliche Methode, und zwar setHelfbar. Hier wird quasi von außen, von einem anderen Skript, die Methode setHelfbar aufgerufen und Help wird mitgeschickt. Dann wird im nächsten Schritt hier wird der Wert auf einen Wert zwischen 0 und 1 gebracht. Also egal welchen Eingangswert wir hier haben, wir können das Ganze dann in das Verhältnis von 0 und 1 bringen mit dieser Math Inverse Log Methode. Also der Minimalwert, der Maximalwert, den hatten wir ja in der Property uns oben schon angeguckt, und den Wert, der wirklich kommt, und dann wird das umgerechnet. Und jetzt haben wir dann hier das Half, das setzen wir dann. Also das hier ist dann ab hier schon ein Wert zwischen 0 und 1, aber hier ist es das nicht zwangsläufig. Da kann es auch anders sein. In dem Fall ist es ja wirklich so, sondern bei uns, wir haben einen Wert von 0 bis 100. Gut, dann wird die Methode drawHelfbar aufgerufen, also die Helfbar wird jetzt gezeichnet. Hier werden die Positionen ausgerechnet, von wo nach wo das gezeichnet wird. Also Form ist dann dieses Offset, was ich gerade schon erklärt hatte. Und To ist der Punkt, wo die Linie endet. Also Form plus und dann die Richtung mal die Breite mal Half. Also mal ein Wert zwischen 0 und 1. Ne? Also wenn Half 0 ist, dann ist keine Linie da. Gut, dann als nächstes wird das Ganze hier an den Line-Renderer übergeben. Also dieses Helfbar ist ja hier der Line-Renderer. Und die Positionen werden an den übergeben. Und hier im nächsten Schritt wird festgestellt, welche Farbe ist jetzt gerade in dem Gradient, was ich vorhin erklärt hatte. Also dieser Farbverlauf, wo wir uns diese spezielle Farbe rauspicken, die jetzt dem Gesundheitswert entspricht, also zwischen 0 und 1 ein Wert. Ja? In dem Fall dann, wenn hier eine 0,5 wäre, dann wäre das so ein Gelbton, hatte ich schon anfangs erwähnt. Gut, und dann haben wir hier wieder noch die Unterscheidung. Wenn die Displaytime größer als 0 ist, dann schalten wir hier nach einer bestimmten Zeit Displaytime die Helfbar wieder aus. Und hier wird sie eingeschaltet. Also das heißt, wenn wir hier ankommen mit dem Skript, dann wird hier schon mal die Invoke-Methode gemacht, damit es dann wieder abschaltet, aber erstmal wird natürlich eingeschaltet, dass man was sieht. Gut, und das war's. Also ist kein besonderes Hexenwerk, nichts Großes, aber funktioniert so und man hat doch einige Einstellmöglichkeiten. Jetzt gehe ich ganz kurz in das Player Help Skript noch, obwohl es jetzt nicht direkt zum Tutorial gehört. Hier wird jetzt einfach so ein Abzug von der Gesundheit simuliert. Also hier alle 5 Sekunden wird hier diese Methode setHealth aufgerufen und hier wird dann quasi 10% dann jedes Mal abgezogen. Hier wird das Ganze begrenzt mit marvClamp, damit wir nicht unter 0 kommen können. Und dann wird das hier mit Healthbar.setHealthbar und der Parameter Health an die Healthbar Line-Renderer Klasse übergeben. Gut, das war's. Ich gehe mal in Unity und laufe mal noch ein bisschen rum hier. Könnt ihr noch mal gucken kurz. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bitte tut mir gefallen, lasst ein Like da und abonniert auch bitte, wenn ihr noch nicht habt und wenn euch das Ganze interessiert, weil nur so kann mein Kanal wachsen und das wäre auch eigentlich ganz nett. Also wenn ihr sagt, das ist so gut, dass ich das weitersehen möchte, dann bitte abonniert. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.